Hallo meine allerliebsten Baba Yagas. Heute geht es mal wieder um eine Hack-the-Box-Maschine und ja, heute ist auch mal wieder eine Windows-Maschine dran. Denn wie der Name Active schon sagt, das ist die Maschine, die wir hier testen, handelt es sich hierbei um eine Maschine, die mit Active Directory arbeitet. Und ihr kennt meine Erfahrung mit Windows im Bereich Pentesting, die ist nicht gerade die allerbeste. Deswegen werdet ihr wahrscheinlich viel Spaß dabei haben, mir ein bisschen beim Versagen zugucken zu können. Und ich habe viel Spaß, weil ich sehr viel dabei gelernt habe. Also ich hoffe, euch geht das nicht anders. Und ja, es handelt sich dabei um natürlich eine Maschine mit Active Directory, daher der Name, und mit Kerberos. Kerberos ist eine sehr coole Sache und Active Directory eigentlich auch. Das sind zwei Sachen, mit denen ich tatsächlich schon gearbeitet habe, deswegen war es nicht ganz so tragisch für mich und deswegen habe ich vielleicht auch die Maschine überhaupt geschafft. Aber es war auf jeden Fall ein Adventure. Wir können sogar hier mal wieder Hashcat auspacken, was mich sehr gefreut hat. Und genau, dazu noch ein paar kleine Dinge. Und zwar zunächst einmal, Hacken ist ja eigentlich illegal. Ja, lasst mich das aber kurz aufklären. Und zwar, wir hacken hier nicht. Und das ist jetzt für die YouTube-Richtlinien wichtig, für natürlich aber auch euren Hintergrund, was ihr damit macht. Wir hacken hier nicht richtig. Ja? Also wir hacken an sich mit denselben Tools wie ein bösartiger Hacker, aber wir tun das mit der Erlaubnis von Hack the Box. Und deswegen habe ich natürlich auch die Partnerschaft mit Hack the Box, dazu komme ich gleich noch. Das heißt, wir haben die Erlaubnis von Hack the Box und dürfen die Maschinen untersuchen, ob sie Schwachstellen beinhalten. Und das ist genau das, was euch auch im Studium gelehrt wird, was auch in vielen Kursen stattfindet und was man auch im Unternehmen dann später machen muss. Das heißt, wir tun hier genau das, was man später in einem Unternehmen auch machen würde, wenn man als Pentester angestellt wird. Sozusagen Berufsvorbereitung, und dementsprechend ist es natürlich auch wichtig. Denn wenn wir das jetzt hier nicht lernen und durchführen, dann macht es wahrscheinlich keiner und dann kommen die echten, die bösen Hacker und machen eure Systeme tatsächlich kaputt. Das heißt, wir betreiben hier quasi Prävention. Wir schützen Systeme vor echten Hackern. Natürlich darf man all das, was wir hier machen, nur dann machen, wenn man auch wirklich A, den Auftrag und B, die Erlaubnis hat, das auf den Systemen durchzuführen. Das heißt, natürlich habt ihr und habe ich von Hack the Box die Erlaubnis, das durchzuführen, aber ansonsten erstmal von niemandem, außer sie geben euch explizit die Erlaubnis, das durchzuführen. Bitte behaltet das immer im Kopf. Das heißt, alles, was wir hier tun, dürft ihr wunderbar bei Hack the Box machen, aber eben erstmal nirgends anders, außer es ist wirklich explizit per Vertrag so geregelt. Okay. Jetzt geht es natürlich noch ein bisschen weiter. Partnerschaft mit Hack the Box, was zur Hölle. Ja, lasst mich kurz auch noch was zum Sponsoring hier sagen. Und zwar, es ist an sich kein richtiges Sponsoring. Ich werde nicht bezahlt von Hack the Box, aber wir haben eine Kooperation miteinander. Das heißt, ich stelle euch Maschinen vor, aber dafür darf ich diese Maschinen euch überhaupt vorstellen. Denn man darf nur Maschinen vorstellen, die retired sind, also Maschinen, die nicht mehr aktiv sind. Das heißt, die Maschinen, die an sich keine Punkte mehr geben. Ansonsten würde ich euch spoilern und würde die Punkteverteilung, verfälschen. Und deswegen darf ich natürlich nur retired Maschinen vorstellen, was natürlich toll ist, dass Hack the Box mir das ermöglicht. Das ist quasi unser Sponsoring. In Zukunft werden wir hoffentlich noch sehr viele mehr geile Sachen machen können. Und da dürft ihr euch dann drauf freuen. Aktuell bin ich leider wahnsinnig eingespannt und ich hoffe, ihr vergebt mir das. Aber ihr kriegt natürlich trotzdem immer wieder solchen Premium-Content wie das hier. Und ich hoffe, das wird auch in naher Zukunft wirklich besser werden, was die Menge an Arbeit ist und dass ich dann auch ein paar Sachen ausprobieren kann. Zum Beispiel Livestreams will ich mal wieder machen und generell mal wieder meinen Podcast und so weiter und so fort. Aber es ist leider sehr, sehr viel. Und alleine, was ich ja hier tatsächlich mache mit dem Kanal und meinem zweiten Kanal, ist das schon wirklich sehr viel Arbeit. Ich hoffe, ihr habt da Verständnis dafür und an der Stelle, ja, danke, dass ihr so dabei seid. Danke, dass ihr hier wirklich die Videos verfolgt von mir und danke, dass ihr auch so viel Interesse zeigt. Und in dem Sinne, lasst uns beginnen und viel Spaß bei Active. Okay, ich hoffe, ihr habt euren Kaffee geholt und wir können direkt starten. So, also zunächst mal, wir sehen hier Active, ich kopiere mir hier direkt mal die IP-Adresse, ist eine Windows-Maschine, das habe ich schon gesagt. Es geht um Kerberos offensichtlich, Kerberoasting, Kerberos, daher kommt der Begriff. Kerberos kennt ihr vielleicht aus meiner Netzwerktechnik bzw. Netzwerksicherheit-Playliste, da geht es quasi um Verwalten von verschiedenen Tickets und Zugriffen und so weiter. Genauso wie bei Active Directory. Active Directory ist quasi LDAP für Windows, also eine Access Control, eine Zugriffskontrolle, worüber ich auch noch wirklich viele Videos machen könnte.
Aber ja. Und dann natürlich PowerShell. Das ist angenehm. Ich mag PowerShell deutlich mehr, als ich CMD mag, um ehrlich zu sein. Zumindest mittlerweile. Früher war das ein bisschen anders. Aber ja, schauen wir uns kurz die Statistiken an. Und zwar, wir sehen hier, es ist sehr niedrig auf dem CTF-Level, also nicht so CTF-stylig. Es ist ein bisschen höher bei der Enumerierung, aber auch nicht megamäßig. Aber es ist dafür recht real angesiedelt und recht CVE-lastig. Und dann haben wir hier noch ein bisschen weniger Custom, also man muss relativ wenig von Hand wirklich machen. Okay, und wir sehen auch hier, es ist eigentlich eine medium bis einfache Box, aber gar nicht mal so einfach. Und für mich wird es wahrscheinlich ziemlich hart werden, weil ich eben nicht wirklich Windows-Erfahrung habe. Ich mache ja normalerweise die Linux-Dinge. Aber gut, ihr wolltet das und ihr kriegt das natürlich und ich freue mich da auch, dass ich mal was Neues lernen darf. So, anfangen tun wir, achso, ja, natürlich, ich bin schon VPN verbunden und alles drum und dran, ist klar. Und ich habe hier mal das Layout ein bisschen so aufgesetzt, dass es für mich gepasst hat. Ich würde sagen, wir fangen wie immer an mit sudo sudo nmap -sc -sv-oa active.htb. Also wir wollen quasi einen vollständigen Portscan haben. Wir wollen, dass das ganze Ding die Versionen von den verschiedenen Services, die hinten dran laufen, also die Dienste, die hinter den Ports laufen, scannt. Und wir wollen das Ganze speichern in active.htb. Und zwar wollen wir die folgende IP-Adresse da hinten dran hängen. Und unser Passwort ist Kali. Okay, starten wir das Ganze und es wird ein bisschen dauern. Ich schneide das raus. Und da sind wir. Okay, was haben wir denn hier? Port 53, Windows DNS. Okay. Port 88 ist für Kerberos. Port 135 für Remote Process Communication. 139 NetBIOS. 389 Windows Active Directory. Dann haben wir hier 445. Okay, das ist doch der SMB-Port. Wir haben 464, wir haben 593, auch Remote Process. Also da ist sehr, sehr viel SMB dabei. Ich würde vorschlagen, lass uns doch einfach mal ganz kurz, vielleicht ist ja Eternal Blue ein Ding hier. Sagen wir hier mal nmap. Ich weiß nicht, wo die Skripte liegen. Und ich weiß nicht, wie sie heißen. Locate.nse. Also das sind die Skripte von nmap. Lass uns das doch einfach mal hier gucken. Irgendwas mit SMB hatte ich hier. Wie hieß das denn? Hier, genau, das war's. Das ist es, genau das ist es. Das ist das Skript, was checkt, ob das Ganze auf Eternal Blue angreifbar ist. Was ist denn hier schon wieder? So. nmap, genau, Skript. Ist gleich das da. Achso, die IP-Adresse. Shit. Hier. Das ist es, genau. Das ist unser Nmap-Scan, den haben wir uns gerade gespeichert. Dann muss ich mir das nicht hier rauskopieren. Beziehungsweise ich kann es mir hier rauskopieren, muss es mir nicht merken. So. Achso, und der Port natürlich. -P445. Okay, schauen wir mal. Okay, ja, ist nicht irgendwie ein Problem mit, ja gut, das dachte ich mir, kein Eternal Blue, schade, aber gut, das war klar. Wir wollen ja auch nicht über Eternal Blue hier rein, sondern irgendwie über Active Directory und SMB. Jetzt ist natürlich die Frage, SMB, ja, kommen wir hier irgendwie über SMB rein? Wir könnten jetzt SMB Client benutzen, wir könnten aber auch, wisst ihr was? Wir machen das erstmal mit enum, for Linux. Genau. Wie ging das jetzt hier? Also enum for Linux ist quasi enum.exe. Es ist eine Variante, um über SMB freigegebene Sachen quasi komplett zu lesen. Das heißt enum for Linux und ja, wie muss das jetzt hier heißen? Was wollen wir denn? Wir wollen die User? Ne, die User brauchen, oder doch, warum eigentlich nicht die User? -U. Machines brauchen wir auch nicht. Wir brauchen hier wahrscheinlich am ehesten noch die Share List. Password Policy Information. Oh ja, ich sollte vielleicht, ja. Ja, ist ja gut. Password Policy Information. Okay. Enumerating Workgroup Domain on. Also die Share List brauchen wir nachher noch. Vielleicht die User List, also -U und -S. Aber Password Policy finde ich, glaube ich, gerade am interessantesten. Irgendwelche Bugs, okay.
unexpected error. Trying protocol 39 Protocol failed. Cannot request session. Protocol failed. Status access denied. Okay. Also wir können es nicht einfach irgendwie auslesen. Was können wir denn noch machen? Können wir die User auslesen? Wobei, wir haben ja schon die User, oder? Known Usernames. Ja gut, okay, nee, das sind nicht die normalen Usernamen. Also wir probieren das Ganze jetzt quasi hier. Also im Endeffekt machen wir hier einen anonymen Login, versuchen das Ganze rauszufinden, alle Informationen rauszufinden, aber haben wir ja auch nichts, ne? Okay, dann probieren wir doch mal die Share-List aus. Share-Liste. Hallöchen. Na? Guck mal, machen wir hier. Okay. Oh, ja, okay. So sollte das auch aussehen. So sieht es aus, wenn es gut ist. Also das hier unten ist nicht gut. Das hier oben ist gut. Admin C, IPC, Netlog on Replication. Dich kenne ich irgendwoher. Oh, irgendwelche Passwörter waren da drin. Nein, also nicht unbedingt Passwörter, aber irgendwelche Policies waren da drin. Boah, lasst mich mal ganz kurz bitte im... ja, ich muss mich vielleicht erstmal verbinden. SMB Client. Jetzt, wie ging das? / IP-Adresse / Verzeichnis, oder? Also Replication. Irgendwie sowas. Passwort, kein Passwort. Leer. Verbunden. Nice. Anonymer Login. Perfekt. Okay, gut. Genau das wollte ich haben. So, jetzt PowerShell, oder? Wir haben eine PowerShell. LS. Perfekt. Okay, das heißt cdactive.htb. Was haben wir noch? DFSR Private Policies und Scripts. Wir wollen in Policies. Wir wollen ja die Policy auslesen. Oh shit. Wir haben mehrere. Das ist gemein. Ich weiß nicht, welche wir wollen. Ja gut, wahrscheinlich wird es mit beiden funktionieren. Ich nehme an, dass es einfach zwei verschiedene User sind. Okay, was haben wir hier? Gib bitte ini Group Policy. Nee, wir wollen nicht die Group Policy, wir wollen Infos über die Machine haben. Und zwar hier wollen wir die Preference Policy heißt das Ding, glaube ich. Hier wollen wir Groups und hier wollen wir die Groups.xml haben. Genau, das ist die Datei, nach der wir gelegentlich oder immer suchen, wenn wir sowas über über SMB bekommen. Da steht nämlich das Passwort drin. Das heißt, shit, wie ging das nochmal? Get Groups.xml, irgendwie sowas. Get Groups.xml. Wir haben sie runtergeladen. Exit. Und jetzt sollten wir sie hier haben. Groups.xml, genau, cut. Dann cutten wir uns das Ding mal. Groups.xml. So, genau. Und jetzt steht hier nämlich das Passwort drin. Allerdings ist natürlich verschlüsselt. Jetzt müssen wir uns überlegen, wie können wir das Ding kaputt machen? Oder wie können wir es cracken? Und hier unten haben wir natürlich auch noch den Usernamen. Also active.htb/svctgs ist der Username. Aber das Passwort hier müssen wir noch irgendwie decrypten. Ich meine, da gab es irgendwann mal einen Leak von wegen, das Passwort ist gefunden worden oder sowas. Irgendwas mit Group Policy oder sowas. GP, irgendwas GPO oder GPP oder sowas. GPG ist was anderes. GPP Decrypt. Dankeschön. GPP Decrypt. Okay, wie verwende ich dich? Help. Final Warning. Wrong Final Block Length. OpenSSL Cypher Error. Oh, das ist schlecht. Achso, Wrong Block. Final Block Length. Ja, gut. Gibt es ein Manual dazu? Verdammt, kein Handbucheintrag. Das ist schlecht. Okay. Kann ich jetzt hier einfach das Ding so hinten dranhängen und dann gibt es mir auch...
Okay. Das ist wirklich jetzt sehr, sehr simpel. Einfach hinten dran alles eingeben und ich habe quasi mein User-Passwort. Der Punkt, der hinten dran ist, warum das jetzt irgendwie so schlimm ist, also warum das so brutal ist. Microsoft hat ihren Key, also ihren Schlüssel, wie sie das Ganze speichern, aus Versehen irgendwann mal geleakt bekommen oder geleakt aus Versehen selber. Und seither existieren natürlich solche Tools, die genau das machen. Also der Schlüssel ist immer noch genutzt und immer noch da, aber ja, er ist halt alles andere als sicher, ne? Okay, also GPP still standing strong 2K18. Das Ding ist also auch schon 3 Jahre. Oh Gott, wir haben schon 2021. Oh mein Gott. Okay, also GPP still standing strong 2K18 ist mein Passwort. So, jetzt wähle ich eine neue Instanz. Okay, gib mir größer. Oh, ich weiß nicht. Mögt ihr die Oberfläche KDE? Ich finde die gerade ein bisschen schwierig. Ich muss sagen, ich komme mit meinem Cinnamon besser klar. Finde die irgendwie cooler. Aber gut, okay, was wir jetzt mit diesem GPP Still Standing Strong 2K18, was machen wir jetzt damit? Wo waren wir denn? Wir haben Passwort. Wir wollten uns einloggen, richtig. Und zwar als was wollten wir uns einloggen? Als der Benutzer. Wo war der Benutzer? Hier. SVC-TGS mit diesem Passwort. Also SMB Client. So, jetzt wo wollen wir uns denn einloggen? Vor allem, wo ist meine IP-Adresse? Okay, ich glaube, ich brauche gleich was zum Schreiben. Also erstmal / IP-Adresse. Das da. Dann / wie war das Verzeichnis? Users, ne? Users wollen wir haben. -U, wie hieß unser User? SVC, jetzt den Rest habe ich vergessen. SVC, irgendwie kann ich mir SVC gut merken. SVC-TGS. Das ist Kerberos, oder? Ticket Granting Server oder so. TGS müsste Ticket Granting Server sein. Das heißt, wir loggen uns ein als Kerberos, ist das richtig? Im besten Fall schon. Mal gucken. Okay, also Enter, SV, Dings, da das Passwort, GPP, still standing strong, 2K18. So, dann machen wir jetzt mal ein bisschen weg. Okay, perfekt. Das heißt, wir haben uns zumindest mal eingeloggt als SVC-TGS und zwar mit SMB. Das heißt, wir sind jetzt regulärer SMB-Benutzer. Und jetzt können wir Administrator. Wahrscheinlich auf dem Desktop die Flag, oder? Ja, hier. Kann ich die cutten? Geht das? Schade. Okay, dann müssen wir es ja halt getten. Get-user.txt. Die user.txt. Ups, user.txt meine ich natürlich. Das ist unsere Flag hoffentlich für den User. Oder wir müssen sie noch. Wobei, nee, ich glaube, das sollte die Flag sein. Submit Flag hier. Okay, war solide, war jetzt, ja, okay, very easy würde ich nicht sagen, easy würde ich, not too easy, gut, dadurch, dass ich halt mit Windows nicht so erfahren bin, es ging, es war schon okay. Okay, es war richtig, es ist immer peinlich, wenn man seine Schwierigkeit angeht und dann ist es falsch, dann wird's peinlich. Haha, du dachtest, es ist easy, nein, es war hart und du hast nur keine Ahnung von der ganzen Kacke hier. Nee. Also zum Glück, also User Flag haben wir schon mal. So, jetzt wollen wir natürlich hier Privilege Escalation machen. Das heißt, wir wollen hier mehr. Ja, wir wollen hier, oh Gott, Privilege Escalation auf Windows. Bis dahin ist es erstmal nicht so schwer, ja. Bis dahin ist es erstmal mehr oder weniger generisch. Ich musste nicht allzu viel Windows-Wissen haben, außer ein bisschen Active Directory. Okay, aber jetzt wollen wir natürlich hier noch was haben. Okay, lass uns noch mal nachdenken. Was haben wir denn bisher? Wir haben
wir brauchen eine neue Datei. Also wir haben User. Ups. User. Der Ticket Granting Server. Ach, stimmt, wir haben Kerberos noch nicht gemacht. Wir haben Kerberos noch nicht einmal angefasst, ne? Wir haben bisher nur mit SMB romantiert. Das ist natürlich. Okay. Lass mich noch kurz das Passwort hier aufschreiben. Das müsste ich hier irgendwo rumfahren. Das da. Okay. Die Flag brauchen wir offensichtlich nicht. Wir brauchen. Mehr haben wir noch nicht. Ich habe echt noch nicht mehr. Und draußen wird schon wieder gehupt. Das ist natürlich ganz besonders cool. Leute, ist gut jetzt. Wir haben Kerberos. Das heißt, wir könnten mal versuchen, ein Enum zu finden für Kerberos. Jetzt warte. Ich hab irgendwo eins in meinem Kopf rumfahren. Kerber. Es hieß irgendwas mit Kerber Roasting, daher kommt ja der ganze Begriff. Wie Angreifer das Active Directory und Abgreifen von Service Account Credentials. Wie ging das? Hier, SPN-Scanning, genau das habe ich gesucht. Dankeschön. Wie hieß das Skript? Irgendwas mit Get SPN oder sowas? Get SPN User? Das war ein Skript, Ich will Get User SPNs. Ist das bei mir schon installiert? Ja, hallo? 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 Ah, okay. Get. Oh, ja, das war vielleicht nicht so schlau. Get User. Get User. Shit. Okay. Get User SPN. Hier Secure Outcorp. Service Principal Names and associated with Non-User Account. Genau, das war das. Genau, PyKerberos, richtig. Ja, perfekt, genau, das habe ich gesucht. Okay. Im Packet. Okay, sorry, das habe ich sehr, sehr lange nicht benutzt. Kerberos ist jetzt nichts, was man täglich irgendwie anfasst. Wenn es läuft, dann läuft im besten Fall. Nein, eigentlich nicht. Requirements, ArcPass. Sehr gut, Python 3, ich danke euch. Diese ganzen Python 2 Skripte, die sind sehr, sehr furchtbar. Docker-Support sogar, wow. Okay. Gibt's im Packet. Aber ich brauche wahrscheinlich den Code dazu. Okay. Save. Und dann. Immer noch wundert euch bitte nicht, dass hier Far Cry 6 liegt. Das ist kein echtes Far Cry 6, das ist Phishing gewesen. Also nicht denken, dass ich das jetzt ausführen möchte. Ich wollte es nochmal analysieren, aber ich habe immer noch keine Zeit dazu gehabt. Ah, schau mal hier ist sogar das Setup.py. Das ist ja nett. Python 3 Setup. Was willst du denn? Requirements. Was brauche ich denn alles? Requirements Python, ArcParse, PyASN, PyOpenSSL. Das sollte aber eigentlich kein Problem sein. Können eigentlich hier. Okay, in order to install bla bla bla, pip3 install. Okay, machen wir doch mal pip3 install. Wunderschön. So, und jetzt. Wo war das drin? Im Packet
examples ls. LDAP Shell, SMB Client. Get User SPN. Hier muss noch irgendwo dieses. Hä? Wo ist das? Bin ich jetzt doof? Im Packet Master. Get User. Hä? LS? Was ist los mit dir? Hier fehlt ein bisschen was. Ach Gott. Ich bin zuerst in den Packet gegangen und dann bin ich in. Und. Slash Punkt. Ah, ja, was ist denn heute mit meinem Tippen los? So. Jetzt in Examples direkt und dann soll das passen. Get np user, get user SPNs hier. Genau. Okay, also Python 3 get user spns.py. Get user spns.py, was hat das für Parameter gehabt? Hat es eine Hilfe oder so? Ah, eine Hilfe. Geil. Okay, also, das ist jetzt quasi für Kerberos, ne? Das ist jetzt für. Was haben wir denn hier? Wie war denn das? Target Domain, Users File Request. Ticket Granting Server. Requests Ticket Granting Server for users and output them in Hashcat oder John the Ripper Format. Default False. Das will ich haben. Ich will ja genau das haben. Und dann sollte ich ja eigentlich auch noch meinen. No Pass ist auf jeden Fall nicht das, was wir wollen. Hier, DCIP, IP-Adresse. Das heißt, genau hier. Positional Arguments, genau hier. Also Usage ist erstmal quasi unsere Argumente und dann das Target und dann Domain, Username, Passwort. Okay, das heißt Python get user spns.py. Wir wollen das Ganze am besten in einem Hashcat-kompatiblen Format haben. Request minus wie war das? DC-IP. Dann wollen wir die IP-Adresse haben. Die finden wir in unserem, das da. Wurde von einem anderen Programm geändert? Wer würde das ändern? Okay, aber egal. Das hier wäre die IP-Adresse. Und dann brauchen wir den User. Der User kriegen wir hier. Na komm. Hallo, Kollege. SVC-TGS. Dann ein. Moment, ist das die Domain? Nee, wir haben die Domain nicht. Wir brauchen hier. Also, das ist der Username, wir brauchen aber noch Domain vorne dran. Domain ist active.htb slash SVC Ticket Granting Server Doppelpunkt Passwort, was das hier wäre. GPB still standing strong 2K18. Fertig? Shit. Minus Request. Oh. Ups. Ja. Oh, wow. Cool. Geil. Okay. Super. Das packen wir doch glatt mal wohin? Das könnten wir eigentlich direkt irgendwie outputten. Wisst ihr was? Wir führen das Ganze einfach. Hallo? Kollege. Wir führen das Ganze nochmal aus und packen das in eine Ticket Granting Server.hash Datei. So. Das sollte besser sein. Jetzt können wir hier die Datei cutten. tgs.hash. Perfekt. Okay. Jetzt. Hashcat. Okay, lasst uns das mal hier rüberschieben. Das brauchen wir jetzt als nächstes.
Das brauchen wir nicht mehr zumindest. Das haben wir jetzt. Okay, das brauchen wir eigentlich. Brauchen wir das noch? Das brauchen wir vielleicht noch. Das lassen wir mal offen. Jetzt. Jetzt haben wir den Hash-Wert. Jetzt wollen wir den cracken. Dann haben wir nämlich hier Kerberos 5 TGS, also der Ticket Granting Server. Administrator, ist das wirklich der Admin dann schon? Okay, damit müssten wir dann reinkommen, wenn wir jetzt das Passwort von dem Ding cracken. Also Hashcat. Help. Ups. Hä? Ich habe kein Hashcat installiert? Oh, ja, auf dem SMB. Ups. Exit. Shit. Get. Perfekt, okay. Das habe ich gesucht. Wenn wir jetzt hier wirklich einen anstrengenden Hash haben, dann werde ich das auf meiner Hostmaschine machen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass hier wirklich anstrengende Hashes sind. Also normalerweise schaut, dass ihr, wenn ihr Hashes knackt, dass ihr das wirklich außerhalb von der virtuellen Maschine macht, weil das läuft ja quasi bei euch auf der Grafikkarte und in meinem Fall ist es eine schnelle Grafikkarte. Ich denke mal, in eurem Fall ist es auch schnell. Huawei, das ist neu, glaube ich, oder? Haben die einen eigenen Hash? Boah, ich habe keine Ahnung, nach was ich suchen soll. Im Zweifelsfall grabben wir das Ganze. Irgendwas mit Ticket Granting Server müsste es sein. Das reduziert alles. Kerberos 5. E-Type 23. E-Type 23. E-Type 23. 17 oder 18. 23. Ich würde jetzt mal raten, dass wir Type 23 haben, weil da eine 23 drin steht, aber ich kann es euch nicht genau sagen. Ich glaube aber schon. Wenn es nicht funktioniert, dann werden wir es einfach nochmal probieren oder nochmal googeln. Okay, das heißt, wir sagen hier Hashcat -m 13.100. Dann der tgs.hash. Dann der Modus A0. Mit was cracken wir das Ding? Ich würde jetzt mal raten, dass wir einfach dazu eine Wordlist verwenden können. Wordlist, was haben wir denn hier? Oh. Ist das echt alles? Da ist eine rockcube.txt.gz, aber ich habe sie nicht entpackt. Warum habe ich die nicht entpackt? Das kann ja wohl nicht angehen. Ist das dein Ernst jetzt? Moment. Das kann ich so nicht auf mir sitzen lassen. Wo waren wir? Ich mag das nicht, dass es mir das hier oben so anzeigt. So. Okay, also User. Share. Wordlists. Wallpaper. Windows Binaries. Wordlists? Da, Wordlists. rockcube.txt. Und das hätte ich ganz gerne entpackt. Ach so, ja, haha. Ihr seid witzig. Ach, Mano. Ich komme, okay, sorry, ich bin mit Dolphin etc., also mit KDE einfach nicht wirklich vertraut. Ich mache das jetzt mal ganz kurz hier. Sudo tar-extract the files xzf, oder? Oder xcf? Ich komme jetzt mal durcheinander. rocku.txt. Das sieht nicht wie ein tar-Archiv aus. Tja, dann war es wohl nicht xzf. Hallo? Hallo? Was ist denn manchmal? Also ich weiß nicht, manchmal spinnt auch die VM echt ein bisschen rum. xzf sieht doch verdammt falsch aus. Ich habe das noch nie so eingegeben, glaube ich. xf? xvf? Verdammt.
Also ich glaube eigentlich, dass es schon richtig war. Eins davon hätte funktionieren müssen. Sowas wie ZXVF oder sowas. Sieht nicht wie ein... Warum nicht? Egal, dann entpacken wir das einfach irgendwo anders hin. Und moven uns das. Und packen wir es einfach in Downloads rein. Ist schon okay. Ist schon okay. So. Rockyo.txt. Vielen Dank. Okay, dann gehen wir halt hier auf... Weil wisst ihr was? Wir machen das hier tatsächlich noch. Wir moven die Datei in dieses Verzeichnis hier. Ach ja. So, jetzt aber. Haben wir es jetzt? Kann es nicht leiden, wenn die... Ja, hier, okay, hier ist sie. So, die wäre halt sonst nicht sortiert gewesen. Also die ist sonst irgendwo, aber das kann ich ja nicht brauchen. Ich will sie ja da drin haben. Okay, jetzt wollen wir die rockyo.txt. Jetzt nochmal zurück zu diesem Ding. Was haben wir hier gemacht? Hashcat-M 13100. Wir wollen quasi Kerberos knacken mit Wordlist. Diese Wordlist. Fehlt noch was? Nein, fehlt nichts mehr. Okay. Schon fertig? Hash-File, Separator unmatched. Damn. Skipping Hash Mode. No CUDA is issue. Verdammt. You can use force to override, but do not report related errors. Probieren wir es mal mit force. Scheinbar CUDA-Probleme. No. Muss ich das jetzt tatsächlich außerhalb der VM machen? Come on. Okay, kann ich die Datei, Sekunde, kann ich das kopieren, dass ich mir das nicht alles nochmal auf meinem Host-System irgendwie runterladen muss oder so? Ne, kann ich nicht kopieren, ne? Geht das? Sekunde. Ja, geht nicht. Okay. Dann muss ich ganz kurz mich nochmal um ein paar Dateien kümmern. Das ist einfach nur runterladen. Ich schneide das mal eben raus. Manchmal glaubt man gar nicht, was man alles findet. Ich habe tatsächlich noch ein installiertes Hashcat, also was heißt installiert, ein runtergeladenes Hashcat gefunden mit der rockyo.txt direkt im Ordner oben drüber. Es ist echt super. So, wir machen das jetzt mal auf meinem Host-System und ja, ich arbeite auf Windows, damit ihr meinen Screen, beziehungsweise auch tatsächlich ein vertrautes System namens Kali bekommt, denn ich habe Kali nur als virtuelle Maschine. Ich habe ein normales Linux-System und das ist ein Arch-Linux und ja, auf Kali ist natürlich der ein oder andere von euch eher zu Hause. Okay. So, jetzt muss ich mal ganz kurz hier abglotzen, was wir alles gemacht haben. Und zwar, wo sind wir denn? Hier oben. Hashcat-M, also /Hashcat. Oh, jetzt kommt wieder die die Windows-Schreibweise. Hashcat.exe -M1300. Achso, der Hashwert. Ja, den habe ich noch nicht. Haha. Switchen wir mal ganz kurz hier wieder rüber und dann sagen wir hier Cut. Wir cutten uns nochmal den Hash. Könnte auch sein, dass es hier Schwierigkeiten gab, weil... Ich bin mir nicht sicher, ob es die hier überhaupt gebraucht hätte. Vielleicht... Habe ich gedit installiert? Ja, habe ich. Vielleicht, wenn wir den... Vielleicht, wenn wir hier diesen tgs.hash editieren, dass... Ich weiß nicht, ob das da dazu gehört. Ich glaube eigentlich nicht, dass das hier... Hallo? Alter, was ist denn das jetzt schon wieder? Oh. Sorry, ich habe tatsächlich in letzter Zeit echt heftige Probleme mit KDE bekommen. Ich muss sagen, es ist... Also, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich kann hier zum Beispiel jetzt nichts markieren oder sowas und das finde ich höchstgradig schwierig. Ich werde wahrscheinlich mein Kali mal neu aufsetzen müssen in naher Zukunft. Also, normalerweise habe ich ja auch nicht die KDE-Variante, aber ich wollte mal was anderes haben, weil KDE ist halt schon schöner, sage ich jetzt mal, als die anderen Varianten, aber ich weiß nicht, vielleicht hole ich mir einen Cinnamon oder so. Aber das geht gar nicht, das ist wirklich, wirklich nervig. Ja, wir machen das jetzt tatsächlich außerhalb von der virtuellen Maschine. Es funktioniert hier aktuell gerade quasi gar nichts mehr. Also es liegt nicht an meiner Leistung, keine Sorge. Die Leistung von meiner virtuellen Maschine ist echt genug. Und ja, wir machen das jetzt einfach mal so. So. Wenn ihr natürlich eine Idee habt oder sowas, was das ist, dann gerne. Okay, dann haben wir hier
Neues Textdokument, nennen das active.htb.hash oder so. Ja, wollen wir. Dann wollen wir hier. Nein, wollen wir nicht. So, das speichern wir. Und dann haben wir hier die Möglichkeit, das active.htb.hash. So, jetzt sehe ich nichts mehr. Hier. Minus A0. Dann haben wir die Wordlist aus dem Verzeichnis oben drüber. Diese Wordlist. Dann Force. Minus Force. Gucken wir mal. So, you have. Perfekt. Okay, also es läuft zumindest mal. Glaube ich. Zumindest vorerst. Dann wird jetzt auf der Grafikkarte gecrackt und ihr seht, was ich mir für ein Monster geholt habe tatsächlich. Oh. Skip ist nie gut. Das wird gemacht. CUDA API, das ist sogar die schnellere. Aber es scheint ein bisschen zu dauern. Machen wir hier den Status rein. Wo sind wir denn? Da sind wir. Perfekt, okay, also wir sind tatsächlich durch. Das wurde hier gecrackt. Je schneller eure Grafikkarte ist, deswegen habe ich das jetzt auch gerade draußen gemacht, desto besser ist es. Wir haben ein Passwort gefunden. Das Passwort ist von, glaube ich, dem Administrator-Account. Das müsste zumindest der sein. Hier auch Administrator. Oder von dem KRB5TGS. Aber das sollte sogar der Administrator sein. Okay, lasst mich... Hallo? Okay, mein ganzes System fängt an zu laggen. Das ist nett. Okay, lasst mich hier mal eben dann Folgendes machen. Wir hatten doch hier drüben gerade irgendwann mal sowas, oder? Bevor wir versucht haben, alles zu entpacken. Nein, das sind noch die alten. Haben wir hier die Shell aufgerufen? Hashcat, Python. Nein, auch nicht. Okay, dann probieren wir das doch mal hier nochmal. SMB. SMB Client? SMB Client // Ach so, die IP-Adresse wieder. Shit. Die IP-Adresse. Diesmal schreibe ich sie ab, weil ich das andere schon kopiert habe. 10.129.86.72 / wo wollen wir denn hin? Wo wollen wir hin? Ich würde sagen, wir gehen nochmal ins Users-Verzeichnis, oder? Hallo? Users und mit dem User Administrator und genau, dann Passwort ist das da. Lock on Failure. Na gut, fairerweise muss man ja sagen, wir hätten sowieso wahrscheinlich keine richtigen Berechtigungen gehabt. Wir hätten ja sowieso eine SMB gehabt. Ja, lasst uns, wisst ihr was, wir machen das einfach jetzt komplett hart und gehen hier mit Metasploit ran. Warum eigentlich auch nicht? MSF Console. Ja, starte. Seht ihr das hier oben? Das ist auch ganz seltsam. Weiß nicht. Hat das schon mal jemand von euch gehabt, hier diese Probleme mit dem ganzen KDE in der VM? Das ist echt ein bisschen komisch. Ich patch nachher mal, aber ich bin mir nicht sicher, ob das was bringt, ehrlich gesagt. So, also wir gehen jetzt direkt her und wir exploiten den kompletten Kram aus ihnen raus. Und zwar mit Windows, SMB und PSExec. Das ist Process Execution. Defaulting to Reverse TCP. Ja, das ist okay. Dann sagen wir hier, wir shit, was waren die Options? Show Options. Genau. Set our hosts. 10, 129, 86, 72. Dann set SMB User. Setzen wir auf den großgeschrieben oder kleingeschrieben? Administrator. Probieren wir es mal. Kleingeschrieben und set
SMB Pass wäre dann unser Ticketmaster 1986. Ticketmaster 1986. Und Exploit. Ja. Ja. Click OK if running a command. Ah, Dankeschön. But no session was created. Das ist schlecht. Warum? Probieren wir es nochmal, wenn wir den Admin auf Großadministrator setzen. Dann das Ganze machen. Das ist schlecht. Sad, wir wissen sogar das Passwort. Vielleicht hat es irgendwelche Probleme beim Passwort gegeben. Administrator. Ticketmaster 1986 habe ich eigentlich sogar kopiert. Das ist ein bisschen seltsam, ehrlich gesagt. Vor allem, dass beides austimet. Also, dass das eine auch nicht geht, dass wir uns hier auch nicht anmelden können. Ja, sag mal, was ist denn hier jetzt los? Ich kann mich hier nicht anmelden. Oder ich kann hier nichts mehr machen. Ich kann auch nichts mehr klicken. Hier, seht ihr das? Da habe ich das. Hier habe ich es nicht. Ah, ist das nervig. Nee, ist okay. Bleib ruhig am Laufen. Probieren es jetzt nochmal. Ich will jetzt das wissen. Kann ja nicht sein. Show Options. Okay, Listen-Port ist mir ehrlich gesagt egal. Airport ist auch in Ordnung. SMB-Domain. Die SMB-Domain. Müssen wir die auch setzen? Ja, vielleicht müssen wir die set SMB-Domain active.htb. Das könnte sein, dass es deswegen nicht geht. Ja, das ist okay noch. Ich hätte gerne eine Metapreter-Session. Das wäre ganz cool von dir. Ja. Dammit! Okay. Domain ist shell. L-Host. Ist das überhaupt richtig? Cool. Hallo? So, 10.2.15, das hatten wir gerade auch, ne? Das brauche ich gar nicht mehr. Das brauche ich eigentlich auch nicht mehr. Hier 10.2.15. Das ist richtig. Listen-Port ist in Ordnung, das ist völlig egal. Wir müssen nochmal mit dem großgeschriebenen Administrator, das weiß ich nämlich tatsächlich nicht. Es sollte eigentlich, glaube ich, SMB-Use-Administrator sein. Und. Ach, verdammt. Okay, dann probieren wir es anders. Machen wir das Ganze nochmal über. Hallo? Ach, okay, machen wir das halt so. Machen wir es doch nochmal mit dem SMB-Client. SMB-Client. Eigentlich müsste ich unter Users genau das Ganze auch kriegen, nur mit Administrator. So, jetzt kopieren wir uns nochmal den Ticketmaster 1986. Jetzt hat's geklappt? Habe ich irgendwas vorhin falsch kopiert gehabt? Vielleicht, ich hatte das Leerzeichen vielleicht noch hinten dran. Das kann natürlich sein. Okay. Ja, gut. So geht's natürlich auch. Okay, das heißt, wir können in CD-Administrator gehen, im besten Fall. Dort finden wir, da finden wir einiges. Zweifel auf dem Desktop.
und root.txt, genau. Get root.txt und exit und dann sagen wir hier, wir wollen das Ganze cutten, root.txt. Wunderbar. Damit haben wir die Root-Flag, das heißt, wir waren als Administrator drin. Wir konnten allerdings nicht als Administrator ausführen, dazu kommen wir gleich noch. Wir sind noch nicht fertig. Ich will kurz nur die Flag submitten, wenn ich sie irgendwo, genau, submitten hier. So. Ja, wie schwer war das Ganze? Naja, das, was mir am meisten Schwierigkeiten gemacht hat, ist gerade ehrlich gesagt mein System. Mal wieder. Yay, wir haben es geschafft. Wuhu. Oh, das gab sogar Ton. So, und anders, also ich habe jetzt tatsächlich ganz kurz geschnitten, anders als ich es eigentlich vorhatte, werde ich jetzt hier nicht weitermachen, weil mein System gerade komplett nur Probleme macht. Ich kann zum Beispiel meine Terminals kann ich nicht mehr anklicken, etc. Ich werde jetzt erstmal patchen und eventuell das ganze System neu aufsetzen, also halt das Kali-System neu aufsetzen, aber ja, ihr wisst Bescheid, also ihr könnt noch weitermachen mit diesem PSExec. Im Zweifelsfall gibt es auch noch PSExec in den Dateien drin von dem Impactor, oder wie das Ding hieß. Nein, im Packet meine ich natürlich. Also da, wo wir vorhin das SPN-User-Dingens genommen haben, da könnt ihr auch noch mit SMB was machen. Beziehungsweise PSExec dann darüber machen. Genau. Das war's eigentlich von meiner Seite. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir bitte, bitte Feedback da. Und ja, vielleicht neue Ideen oder sowas für die Zukunft. Weil tatsächlich sind die Views ein bisschen runtergegangen. Und gut, ich weiß, ihr seid eigentlich die Falschen, wo ich da gerade versuche anzusprechen. Genau, aber ja, das war's von meiner Seite. Wir hören uns hier beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüssi.